Heute besuchen wir eine Schule. Der letzte Unterricht ist hier schon viele Jahre her. Umso erstaunlicher ist es, was wir alles noch in dieser Schule vorfanden. Die Schule war mit all dem ausgestattet, was man für den Unterricht braucht. Und offenbar wurden die meisten Dinge dort zurückgelassen. Guck mal, hier liegt noch ein Laptop rum. Ja. Unsere Erkundung führt uns in den technischen Bereich der Schule, wo früher die Schüler Werkunterricht, Physik, Biologie oder Chemie hatten. Hattest du eigentlich früher auch Technik? Ja, aber ich glaube nur so ein Jahr oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte sowas nicht. Nicht so lange. Ich habe Naturwissenschaften gehabt. Okay. Ja, stimmt, hatte ich auch. Stimmt, ja. Also Leute, wenn das nichts mit Technik zu tun hat, dann weiß ich auch nicht. Also das ist ja mal ein geiles Teil, oder? Aber sowas habe ich früher nie in der Schule gesehen. Also Ich das ist auch ein richtiger nicht. Motor, ne? Ja, Wow. definitiv nicht. Also das kann man hier schön zum Laufen bringen. Oder guck dir das mal an hier. Eine Schaltung. Heftig, ne? Ja. Hier ist ja richtig erklärt worden, wie halt die Technik Ja, vom Auto ja. funktioniert, ne? Learning by doing quasi, Hey ne? Leute, wer hat denn sowas in der Schule mal als Unterricht gehabt? Also ich definitiv nicht. Also ich war froh, wenn wir irgendwie beim Handwerken mal eine Säge benutzen durften, aber sonst... Ja, heftig. Ah, guck mal hier, Feuerlöscher übrigens, für alle, die es wissen wollen. Die nächste Prüfung wäre gewesen in Monat 4, 21. Ja. Als erstes könnte man denken, wir wären jetzt hier in dem Sport- oder Fußballraum, aber es ist immer noch hier Technikraum, ne? Wahnsinn, hier überall irgendwelche Poster von der Nationalmannschaft. Und hier der legendäre Sieg der Weltmeisterschaft. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie so ein richtiger Handwerksraum, ne? Wie heißt das? Handwerksraum? Lassen wir es einfach so, ja. Ja, wie heißt das nochmal? Technikraum. Technik? Hieß Ja, nicht da war vorhin die irgendwie- Technik und hier ist doch bestimmt auch Technik, oder? Ja, das ist vorhin irgendwie so Handwerk, Handwerkraum, hä? Handwerkerraum. Genau. Wo gehst du hin? Ich gucke jetzt. Technikraum, immer noch. Technikraum immer noch. Ja. Okay. Also, richtiger Technikraum. Hier überall diese Werken hieß das Steckdosen. doch früher. Werken. Genau, Werken. Genau. Ich wusste, irgendein Name hat das Ganze doch. Ja. Diese Dinger konntest du hier so schön zu deinem Platz schieben. Stecker rein und los geht's mit der Kettensäge hier auf dem Tisch. Nein, keine Ahnung. Du hast gerade noch gesagt, manchmal hast du nur eine Säge bekommen. Gut, dass du keine Kettensäge bekommen hast. Ja, sowas hatten wir auch überhaupt gar nicht. Nicht mal anderen. Wir hatten zwar diese Tische so länglich, ne, aber sowas hatten wir. Guck mal. Also, naja, ähnlich wie sowas. Also wir hatten eigentlich eher so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Wie denn? Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Wie Ach denn? so, diese kleinen Sägen, ne? Ja, mit diesem Sägeblatt, was Ja. immer abgegangen ist, weißt Ja. du? Boah, ich habe das gehasst, ne? Ehrlich. Sowas wäre cool gewesen, wenn wir sowas gehabt hätten. Aber nein, wir hatten sowas leider nur so in ganz klein. Ich glaube, Und das da hat schon mussten wir ganz guten Grund, dass du das früher nicht so bekommen hast und so groß. Guck mal, dort hinten in dem Schrank, da ist mittlerweile nichts mehr von da, aber da hatten die noch mehr Werkzeug und da konnten sie offenbar genau nachprüfen, was fehlt und was ist da. Ne? Also quasi jedes Werkzeug hatte da seinen Platz gehabt und musste genau wahrscheinlich da wieder hingesteckt werden. Hier auch gut zu sehen und hier. Und so konnte der Lehrer wahrscheinlich nachher kontrollieren, fehlt was oder ist alles abgegeben worden. Hier auch nochmal ein Hinweis von der Schulleitung. Ach, guck mal, Anja. Das hast du ja schon ein paar Mal erwähnt gehabt. Ich kannte das gar nicht aus meiner Schulzeit. Stimmt, ja. Der Zirkel. Das ist ja noch da. Das wundert mich sowieso, dass das noch da ist. Ich meine, das kann noch kein Mensch mehr mal gebrauchen, ne? Aber trotzdem. Ich glaube, es wird eher Werkzeug Das war der gestohlen. Zirkel, Sabrina. Das war der Zirkel. Und hier solche Noppen dran. Da musstest du das hier so in der Mitte machen, ne? Mhm. Und dann konntest du halt hier so. Warte, vielleicht mal in die andere Richtung. Naja, gut. Okay. Du weißt, Ich glaube, ich du kann es weißt mir. wie ich meine, ne? Ja, jetzt, kann's mir jetzt vorstellen. klebt dieses dürre Ding da dran, ne? Ja. Wahnsinn. So oder so ähnlich war es dann früher. Und das, genau so da sah es bei mir aus. Diese blöde Lineal hier hatten wir auch. So, hier auf jeden Fall ein Kalender. Und der Kalender ist aus dem Jahr 2016. 29. Juni, der letzte Tag.
Vermutlich war hier auch dann der letzte Schultag. Ach, auf deinen Platz. Aber ganz schnell, es ist Möchtest nicht du- lustig. Möchtest jetzt hier die Oberlehrerin Ist spielen? nicht lustig, sagte ich. Hier ist ja kein Stuhl Los. mehr da. Ist mir egal. Ab an deinen Platz. Hier muss auch nicht stehen, hier muss auch nicht sitzen, hier wird gestanden. Die wird gestanden. So. Und da du da jetzt so schön aufgepasst hast, kannst du ja vielleicht mal erklären, wie dieser Zirkel da vorne funktioniert. Also geh mal schön jetzt an die Tafel und erklär uns, wie ein Kreis berechnet wird. Wie ein Kreis geht. Berechnet wird. Berechnet. Ja klar. Äh, Die Fläche von einem Kreis. Fläche von einem Kreis? Ja. Also aber schon sehr, sehr lange her, ne? Dass ich die Fläche von einem Kreis berechnet habe. Guck, ob ich das jetzt machen kann hier. Naja, der Kreis ist ja schon angezeichnet, ne? Versuch mal jetzt den geraderen. Der Kreis ist schon angezeichnet, Sabrina. Ich habe dir nicht gesagt, du sollst ins Kreis zeichnen, sondern du sollst einen Kreis berechnen. Und da hat man doch mal gelernt, habe ich vielleicht gerade noch erklärt, r² mal Pi. Schon mal gehört? Nö, ich kenne nur Satz des Pythagoras. A² plus B² gleich C². Du kannst es echt auf den Kreis berechnen? Natürlich. Dann mach das doch bitte mal. Nee, ich glaube, wir müssen jetzt weiter, weil die Zuschauer langweilen sich sonst. Also schauen wir mal weiter. So, hier hängt übrigens noch der Stundenplan aus dem Jahr 2015, 2016. Also genau das, was wir gerade schon gesehen haben beim Kalender. Sprich, das war das letzte Schuljahr gewesen. Ja Leute, jetzt geht es auf jeden Fall in meinen persönlichen Lieblingsraum, also nach der Sporthalle natürlich. Und das war immer der Computerraum, weil da konnte man richtig coole Sachen machen. Naja, ein paar Computer, Anja, hast du da hinten auf jeden Fall noch zur Auswahl. Geil. Da muss ich dann direkt mal gucken. Die sehen auch genauso aus wie früher. Hier auch noch einige CDs, die hier rumliegen. Hier noch ein Schülerarbeitsheft, Office 2000. Menschenskind, das ist alles richtig neu. Also das sieht gar nicht wirklich gebraucht aus, finde ich. Ja, guck mal hier, hier sieht nichts wie neu aus. Da sieht nichts wie neu aus. Eher sehr altmodisch, sag ich jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Ein Fernseher oder was ist das? Ja, das ist ein Fernseher. Und das hier so ein Überwachungsmonitor? Oder ist es auch ein Fernseher? Ja, solche Fernseher waren meist früher, ne, für Überwachung. Guck mal, hier noch ganz alte Platinen hier. Guck mal, das kenne ich auch noch. Guck mal, kennst du den noch? Ja klar, ein Joystick. Oh, krass, ey. Und hier natürlich, darf in keinem Computerraum fehlen, Windows 98. Ja, das sieht auch sehr... Oh, Leute. Ich weiß nicht, muss man das, glaube ich, so halten, kann man vielleicht ein bisschen besser erkennen. Ja, so müsste man es sehen. Seht ihr das? Da unten ist noch... Oh, dieser Schlüssel, boah, ich hab Genau, das gehasst, ne? das ist eine Wenn du das Raubkopie. neu installiert hast, dann musst du immer diesen komischen Dings eingeben, diesen Code da, ne? Ja, ja, genau. Hey, guck mal, hier liegt noch ein Laptop rum. Ja. Wahnsinn. Gute alte Sony. Ah, guck mal, weißt du was? Das, heutzutage, wenn du die so hochklappst, dann musst du ja unten festhalten, damit der nicht so hoch geht, ne? Ja, ja. Aber der ist so schwer, den kannst du gar nicht. Der kann gar nicht hochgehen. Aber schon krass, ne? Guck mal. Als ob. Der Akku ist 100% leer. Aber sonst wird der safe funktionieren. Ja, wahrscheinlich. Hat er noch drauf? Windows 98 hat er noch drauf. Ist hier nicht irgendwo ein Ladekabel, Sabrina? Jetzt mal ernst. Ja, Das wäre doch voll cool, oder? du bist bekloppt. Die können wir eine Runde spielen. Wahnsinn. Das ist schon echt interessant. Auf jeden Fall hier alles noch fein, säuberlich. Aber Akkurat. sehr, sehr, sehr altmodisch, ne? Ich weiß nicht, ob das als schlechtes Beispiel gedient hat oder ob es wirklich noch benutzt wurde. Ja, wenn man überlegt, 2015, 2016. Sei mal leise. Warum macht das immer nicht so komische Geräusche? Da ist auch noch ein ganz alter Computer. Hier mit einer Kassette, die man noch reinmachen konnte. Wow, Leute, wer kennt noch solche alten Schätzchen? CPC 464. Und hier an der Wand haben sie quasi die Eingabegeräte, die Verarbeitung hier und dann die Ausgabe in Form von, was ist das hier?
Was ist denn das? Was ist das, Leute? Schreibt's mal in die... Bisschen schreckhaft. Nee, ich habe jemanden gehört. Das hat nichts mit schreckhaft zu tun. Stimmt. Jemand laufen, gell? Vielleicht sind wir nicht alleine. Naja, offen genug ist es ja, ne? Da oben, Leute, ist übrigens der ehemalige Serverschrank. Und hier ist der Fernseher. Der Fernseher. Anja. Oh, das war auch immer so geil, ey. Ja. Und man musste immer gucken, gerade an so Tagen kurz vor Ende der Ferien, kurz bevor die Ferien beginnen, da wollte man immer einen Film gucken. Ja. Ne? Und dann hatte man immer, entweder wenn man einen geilen Lehrer hatte, der hat es noch gekriegt, Ja. einen Fernseher Und zu ein organisieren. Kacklehrer hat dann immer noch Unterricht bis zum Schluss gemacht. ey. Genau, weil der Kacklehrer hat immer gesagt, nee, ich habe leider keinen Fernseher bekommen. Und die coolen Lehrer, die hatten dann immer die Fernseher. Ja, gehabt, ja. ne? Und hier steht der Fernseher zusammen noch mit einem VHS-Rekorder. Wow, aber ist echt noch viel da, ne? Ja, mega. Gucken wir mal weiter. Boah, hier riecht's nach Schule, ne? Ja. Hey, Anja, ist der Physikraum? Das ist gut zu. Oh, schau. Da hinten ist die Tür offen. Guck mal. So, der Physikraum. Der sieht aber auch noch 1A aus wie ein Physikraum. Findest du nicht? Nee. Das kann ich so nicht unterschreiben. Weil diese Tische, die sehen ja ganz anders aus. Also bei uns sahen die definitiv nicht so aus. Und die sehen ja auch schon relativ modern aus. Aber wir hatten eher sowas hier in der Art. Mhm. Hier Haben wir nicht? ja, doch, haben wir ja schon häufiger mal gesehen. Wobei das halt die moderne Variante halt mittlerweile Ja. ist, denke ich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall deutlich schöner, weil die Stühle, guck mal. Voll cool. Da kann man sich auch schön so drehen. Hui. Das wäre wahrscheinlich das, was ich die ganze Zeit gemacht hätte im Unterricht. Lass mal hier laufen. Irgendwie höre ich da was. Was ist das? Hört sich irgendwie so eine Lüftung. Ist das hier alles grau? Was ist das? Nein, nicht das. Ist da hinten der Kühlschrank dran? Krass. Hey, krass. Und die Lüfter da oben schon. Wie Chemikalien aus, oder was? Ja. Mensch, Ah, Abluftsystem steht ja hier auch. ich denke die ganze Zeit, was ist das für ein Geräusch? Sie gerade schon. Abluftsystem für Chemikalien oder so, die man hier abstellen konnte im Schrank. Ja, hast du mal gesehen, was hier alles noch ist? Ja, so nebenbei habe ich gerade gesehen. Das ist der absolute Wahnsinn, Leute. Guck mal, hier ist noch alles in dem Schrank drin. Hier alles noch Sachen für den Unterricht, was man so gebraucht hat. Hier ist auch noch mal eine Aufbewahrungsübersicht, was in welchem Schrankfach drin ist. Wahnsinn. Und auch direkt hier zum Neubestellen, wenn das halt mal nicht mehr da ist, dass man das dann direkt mit der Artikelnummer entsprechend neu bestellen kann. Das ist der Wahnsinn. Ist alles noch da, Leute.
Seht ihr das hier? Und auch hier auch noch alles vorhanden. Ich glaube, hier konnte man irgendwelche Stromspannungsübungen machen. Also ich meine, ich habe sowas auch mal im Unterricht gemacht, aber ich kann mich da nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Wer es weiß, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das Ding genau heißt. Und hier überall in den Schränken liegen noch Sachen rum aus dem Unterricht. Also man möchte gar nicht wissen, was das noch für einen Wert alles hat, ne? Ja, das ist wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr, so Kleinteile werden jetzt eh nicht mehr so viel wert sein, aber generell Ja, aber das könnte man das ja alles noch. komplett, guck mal, die Menge macht's doch. Guck dir das mal an, wie viel. Ja, ich weiß, aber guck mal hier vor allem. Guck mal hier. Hier sind überall diese Sachen für den Physikunterricht, wo man üben konnte mit Strom. Ist das nicht? Ja, genau. Mhm. Stimmt, ja. Ja, das sind alles diese ganzen Dinge, die man da in diese Übungsbilder reinstecken konnte, wo ich den Namen nicht mehr weiß, was da unten auch noch liegt. Hier sieht man das auch nochmal. Und hier alles noch voll. Hier diese Übung, was man machen konnte, um zu gucken, ob dann das Licht angeht. Dann hat man das alles richtig installiert. Mit so Widerständen und was weiß ich nicht alles, was es damals war. Ne? Das ist alles noch hier. Das kann man doch noch gut gebrauchen für irgendeinen Unterricht. Guck mal hier, in diesem Schrank. Hier ist auch noch alles da, von irgendwelchen Gefäßen über Kolben. Das ist jetzt für den Chemieunterricht, ne? Ja, das ist so. Wow, Chemie. heftig. Auch alles noch da. Fehlt nur der Gasbrenner, dann können wir hier direkt anfangen. Ja, aber das sind doch alles Sachen, jetzt mal ganz ehrlich, die kannst du doch noch gut in Ja, der na anderen klar. Schule geben, oder? Ja. Das wird doch nicht schlecht. Ja, aber das haben wir schon so oft gesehen. Guck mal, die ganzen Tische und Stühle, die hier stehen, die könnten wir noch auch weitergeben, oder? Ich finde, dieser Raum, der erinnert mich dann wirklich mehr an meine Schulzeit. Also das ist ja der Chemieraum hier. Und ich finde, die Tische, die kommen denen schon ein bisschen näher. Ich weiß nicht, irgendwie sehen die halt auch deutlich älter aus. Ich muss hier aufpassen, nicht überall Glas rum, weil sie hier die ganzen Gefäße und Reagenzien schon kaputt gemacht haben. Ach, diese Idioten immer. Ja. Aber Das ist hier, schon echt krass, wie diese Schule hier ausgestattet war. Also ich muss ehrlich sagen, meine Schule war nicht so ausgestattet. Liegt vielleicht auch daran, oder vielleicht ist es auch unter anderem ein Grund, dass es die Schule nicht mehr gibt, keine Ahnung. aber ich glaube, hier ist so Du bist schon da. der technische Bereich. Ne? Ich dachte, du wärst da hinten noch irgendwo. Ich bin auch schon direkt hier. Guck mal, hier ist mein Bereich gewesen. Der Bioraum. Ja, hast du das gerne gemacht? Ja klar, ich habe doch Naturwissenschaften als Kurs immer. Leistungsschwerpunkt gehabt. Ja, aber heißt ja nicht, dass du das gerne gemacht hast. Doch, ich fand das war cool. Das Ja? einmal war es ein bisschen eklig. Da mussten wir Schweineaugen sezieren. Das war nicht gut. Nee, die hatte ich. Ich glaube, wir hatten mal. Ich weiß gar Quatsch, nicht mehr. Kuhaugen. Kuhaugen, keine Schweineaugen. Kuhaugen. Wir hatten irgendwas vom Schwein, ob das die Leber war oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Okay, Irgendwie sowas. Okay. Ach, Herr Jemine. Ja. Was ist denn hier passiert? Gott sei Dank steht hier schon der Besen. Menschenskinder. Warum muss sowas sein, oder? Warum Keine Ahnung. muss man das so zerstören hier? Die haben hier voll die Scheibe eingeschmettert. Menschenskinder. Hier geht's irgendwas nach Putzraum, oder? Findest du nicht auch? Ich glaube auch. Ich glaube, da ist der Bereich, da kommst du nicht rein. Die Tür ist zu. Ja, und deswegen haben sie den Weg frei gemacht, indem sie dann hier lang gelaufen sind. So ein schwarzen. Wupp, wupp, rein. Ja, aber das bringt dir ja auch nichts. Du kommst ja nicht da aus der Tür raus. Ja, das ist denen doch egal gewesen. Hauptsache, die haben mir die Scheibe eingeschlagen. Naja. Guck dir das mal an. Ja. Oh, das sieht aus, als wenn die Schnee liegen würde. Kann ihr das sehen? Hier haben sie noch den Feuerlöscher gezündet. Ja, klar, wenn schon, ne? Leute, hier war der Kopierraum gewesen. Und allein dieses Teil hat einen richtig,
richtig krassen Wert. Ne? Definitiv. Also so ein Kopierer, da ist man schon bei einigen 1.000 Euro dabei. Einige 1000? Guck dir diese Größe mal an, jetzt mal ernsthaft. Ja, verstehe ich überhaupt nicht, dass der hier noch rumsteht. Ne? Also wirklich, Ja. gerade bei den Leuten, die hier so eine Zerstörungswut haben. Ja. Also Aber Ding es- muss raus hier. Hier ist aber auch alles zerstört hier unten. Ne? Hier unten ist das Sekretariat, aber hier sind die ganzen Räume verschlossen. Hier sieht so ein bisschen aus wie so ein Kiosk, ne Anja? Das war mal so ein kleiner Kiosk hier mitten auf dem Das war ein Schulhof. Mal einmal kurz da reinschauen. Boah, es riecht auf jeden Fall schön nach Holz hier drin. Und hier ist die Verkaufsfläche gewesen, wo man dann direkt hier den Kindern was verkaufen konnte. Boah, eigentlich natürlich ein bisschen heruntergekommen, aber prinzipiell riecht sie noch nicht eklig drin. Natürlich auch hier Scheibe eingeschlagen worden. Aber ich finde, das, was wir gesehen haben, ist in mega gutem Zustand Ja. gewesen. Also hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also Ich auch nicht. klar, ein paar Scheiben kaputt, aber ich finde generell vom Gebäude her, dass es eigentlich sehr, sehr modern war Ja. alles. Ne? Ja. Und ja, fand ich schon sehr interessant, muss ich Ja. ehrlich sagen. Also. Ich hoffe, das Ganze wird noch leer geräumt, dass das Ganze, was da noch drin ist, noch irgendwo wiederverwertet wird. Und vor allem der Strom abgeschaltet wird, weil Der Lüfter. hinterher brennt das hier da alles oder in der so. Luft oder so. Ja, Genau, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall noch einen Like da. Schreibt noch da unten einen Kommentar, wie euch das Ganze gefallen hat. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, Ciao. Ciao. Set up, do some stupid shit.